Guten Morgen zusammen am Sonntag. Ich habe heute vor, einen Lebensbaum für die Tagesenergie zu legen. Heute Mittag, ihr wisst Sonntag, bekommt ihr wieder ein Goodie. Das ist der Lebensbaum für jedes Element, in dem du dann auch dein Sternzeichen findest. Und ich bin gespannt, was der heutige Tag so mitbringt an Infos. Ich lege es mit dem Seher Lenormand. Da haben wir die Möglichkeit, eine Zahl mit einzubauen aus dem hebräischen Alphabet. Und die habe ich hier auch schon. Und die Zahl steht für, also die 16 auf der Karte steht tatsächlich im hebräischen Alphabet für die Zahl 70. Wenn wir das reduzieren, haben wir die 7, also ein Tag voller Glück, Magie, Visionen. Irgendwo haben wir was gelernt. Vielleicht auch ein bisschen Spiritualität, die heute mit einspielt. Und wir können hier davon ausgehen, dass wir irgendeine Lektion gelernt haben, die uns hier in eine Bewegung bringt, die uns sehr viel Sicherheit mehr mitgibt. Ja, hier hast du den Schlüssel zum Erfolg, ganz nah in Bewegung und auch unter dem guten Stern stehend. Hoppala. Hier kann es durchaus sein, dass dieser Erfolg im Bereich deines Umfeldes zu sehen ist, in einer partnerschaftlichen Situation, in einer freundschaftlichen Situation, im Bereich Familie an sich. Also das heißt, es betrifft vielleicht eine Sache, die euch betrifft, nicht nur dich selbst, sondern die und diejenigen, mit denen du lebst, wenn denn dann. Oder eben das Umfeld, in dem du dich bewegst. Ne? Für manche kann es sogar sein, dass sie Menschen kennenlernen, die in ihr Umfeld kommen, die da auch wieder für positive Veränderungen sorgen. Für die anderen kann es hier möglich sein, positive Veränderungen im häuslichen und im Arbeitsbereich hier durchzusetzen. Auch schön, dass ich hier wieder viele Personen drumherum habe. Klar könnt ihr jetzt sagen, es gibt auch Leute, die leben alleine, aber die meisten von denen haben auch ein Umfeld oder eine Familie oder Freundschaften, die sie hier oder da pflegen. Ne? Das ist hier schon eine sehr spezielle Situation gleich zu Anfangs. Es geht hier viel um dein Fundament, um das, was dich trägt. Und es geht auch darum, für dich ein Fundament zu erschaffen, auf dem du dich gerne bewegst. Hier auch mit dem Schlüssel mit ganz Sicherheit und mit ganz viel Sicherheit und Erfolg auch die Möglichkeiten zu einer Veränderung. Sprich, solltest du hier alleine sein, sehe ich hier Kontakte, die sich stabilisieren, Menschen, die auf den Weg mit dazukommen, die dir hier gute Kommunikation mitbringen, ein gutes, stabiles Fundament. Das sind so die Typen, da lehnt man sich gerne an. Da hat man ein Face-to-Face-Gespräch und fühlt sich auch auf gleicher Augenhöhe. Und ja, da ist nichts, was einen jetzt so hindert, sondern das hat man irgendwie erarbeitet, würde ich jetzt fast sagen. Also man hatte eine Vision und man hat die aufrechterhalten und hier manifestiert die sich. Speziell hier im Bereich kann es tatsächlich auch um positive Veränderungen im Bereich der Arbeit gehen. Hier sehe ich Aufträge, Verträge, auch im häuslichen Bereich, falls du umziehen möchtest. Ich habe hier, ich glaube, dass das die Lektion ist, die hier gelernt wurde. Du hast erkannt, was ist richtig und was falsch. Wo bringt es in mir eine Emotion hoch, die ich nicht gebrauchen kann, die sich auch immer wieder unrichtig anfühlt. Vielleicht auch sind es die Momente, wo man denkt, habe ich schon wieder so reagiert, das wollte ich doch gar nicht. Das ist ja total am Thema vorbei oder auch an dem, was ich mir auf der Herzensebene erarbeitet habe. Und da hast du im Kleinen hier
wirklich schon deine Erfolge eingeheimst, die dich weiterkommen haben lassen für dich, was auch immer dein Ziel ist. Das mag bei allen anders sein. Die einen arbeiten sich zu einer Situation hin, wo sie Partnerschaft erleben. Die anderen, die haben Partnerschaften, in denen sie unabhängig sein wollen. Das kommt immer auch auf deinen Lebensplan an. Aber vom Prinzip her ist es das Gleiche. Das, was du erarbeitet hast, hast du in kleinen Dingen auch schon hier als Erfolg zu liegen. Das kann hier speziell etwas sein, was dich auch sehr beunruhigt hat. Ich habe hier möglicherweise die Situation, dass das nicht die anderen ausgelöst haben, sondern dass das von dir selber kommt. So dieses Ding von, ich habe es wieder mal nicht geschafft, ich habe irgendwo versagt, ich muss dem Erfolg hinterherrennen, all sowas. Und jetzt schau dir das an. Die Person, die das anguckt, die schaut hier in die Energie der Blumen rein und wir haben die Lilien daneben. Da kann auch sein, man erarbeitet sich so tatsächlich im familiären Umfeld einen guten Umgang miteinander, ein Ding, wo alle am gleichen Strang ziehen oder wo auch dir ein Stück weit geholfen wird, wo du Unterstützung herkriegst, wo du dich wohlfühlen darfst. Okay, und jetzt wird es mir auch klar, warum da die 7 kommt. Ich habe hier mit dem Turm, der Sonne und dem Kreuz eine Situation. Da hast du tatsächlich eine Lektion gelernt, die dich schon viel Energie gekostet hat, wo du zum Teil auch das Gefühl hattest von Überforderung oder ich schaffe das jetzt nicht mehr, der Durchbruch kommt nicht, das dauert mir alles zu lange. Genau darum geht's. Es geht darum, im Kleinen schon die Erfolge gehabt zu haben, aber eben nicht dieses, wo du denkst, es hilft dir so drüber. Und das scheint hier jetzt der Fall zu sein. Für alle, die hier ein Thema haben mit den Behörden, sieht man hier auch, dass ein Zyklus zu Ende geht, der sehr viel Kraft gekostet hat. Vielleicht auch Zeit oder Nerven oder Energie an sich, wo es jetzt verbindlich schön weitergeht. Du kannst ja auch mit positiven Ergebnissen rechnen. Das Kreuz liegt ja unter anderem mit der Sonne auf dem Ring. Das heißt, hier kommen auch schicksalshaft neue Möglichkeiten für Beziehungen, für alles, was mit Freundschaft, Beziehung, Verträgen zu tun hat, die es dir ermöglichen, dich zu erweitern. Also es geht um Erweiterung auch deines persönlichen Spektrums. Für dich auch Zyklen zu verlassen, die eben irgendwie Belastung mitgebracht haben, weil sie sich gezogen haben, weil immer wieder etwas von außen kam, was für Unklarheit gesorgt hat, wo es für dich selber auch nicht richtig rund war. Das sehen wir hier sehr schön, da braucht man keine Karten legen lernen. Guckt mal, wir haben hier das Kreuz legen können. Ja, das als Schicksal, vielleicht auch als Last oder Bürde steht und er sagt, der dieses beendet und gleichzeitig hier die neuen Triebe rauskommen. Also das ist schon mal wunderschön. Mit der Sonne überstrahlt dann auch so eine Ja-Energie. Okay, es geht hier speziell auch ein Fundament, um ein Fundament der Finanzen, wo auch Bereiche verstrickt waren. Auch die können jetzt mit der Selbstständigkeit im Beruf zu tun gehabt haben oder mit wenig Aufträgen oder mit Sachen, die investiert worden sind, sich aber nicht gelohnt haben. Also all dieses, wo man Energie reinsteckt, aber nicht mal ein Viertel davon zurückbekommt. Das hat an einem genagt, da hat man gedacht, was soll ich noch tun, ich habe die Kraft nimmer. Und hier kommen dann diese Beendigungen von den Dingen, wo man sagt, okay, diese Hindernisse kann ich nicht mehr haben. Ich kriege so den letzten Tropfen Wissen, mit dem ich noch brauche. Mir eröffnet sich ein Wissen, um hier wieder für Wachstum zu sorgen. Ich sehe hier, dass das Finanzielle hier sehr stark geprägt war.
mit einem Thema, wir haben ja hier unten die Wurzel, da sitzt es, ne, da nagt es, des Urvertrauens oder auch mit Erfahrungen, die man mit dem Thema Finanzen gemacht hat. Zum Beispiel, ich kann machen, was ich will, mir reicht es nie, ich muss viel zu viel tun, um die Runden zu kommen. Diesen Kampfmodus, den man da innerlich anzündet, ja, wo man sich selbst suggeriert, für das, was ich brauche, muss ich immer kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und ich glaube, das ist hier das spezielle Thema, dass du hier dein Schwert niederlegen darfst. Es gibt hier Wege, Chancen und Möglichkeiten, die enden hier oben wieder unter dem guten Stern. Die können hier noch mit gemischten Gefühlen einhergehen, ja, wo man so denkt, soll ich nicht. Bedenkt aber, wir gucken hier in die Blumen rein, das sind die Sachen, die einem auf den Weg purzeln, die einem gute Energie mitbringen. Denkt an die 7 hier oben, etwas wurde gelernt, etwas geht in die Vollendung. Wir können unsere Visionen auch auf diesem Punkt wieder vergrößern, weil wir bleiben ja nicht stehen. Hat man das eine erreicht, kommt eben das nächste ins Spiel. Leider ist das Leben kein Stillstand. Ich lese oft in den Kommentaren, ach, ich kann keine Schatten mehr gebrauchen. Das Wort Schatten oder Unmut kann ich nicht mehr gebrauchen. Ja, wer kann das schon? Aber ich habe noch nie jemanden gehört, der das nicht hat. Du kannst dich so gut fühlen, wie du willst. Es wird immer mal eine kleine Sache geben, die in dir Emotionen auslöst. Das ist ganz normal. Wenn ich könnte, würde ich das allen abschneiden. Dann wärt ihr alle frei und ich auch. Aber ich kann nun mal nicht. Wir müssen schon auch mit einbeziehen, was möglich ist, was im Bereich der Möglichkeiten liegt. Ich habe hier die friedlichen Lösungen. Hier oben habe ich gerade gesagt, du musst hier nicht kämpfen. Ja, hier kommt etwas in dein Leben, das hast du dir verdient. Das wird etwas Besseres sein, als es bisher war. Und da braucht man nicht kämpfen. Da kommt etwas auf dich zu. Das gibt dir viel Ausgleich mit. Das gibt dir das Gefühl, dass du dein Schwert niederlegen kannst. Und wir haben unten noch sogar die Zeitangabe, die heißt hier in naher Zukunft, also bald. Ne? So, ihr Lieben, ich ziehe noch einen kleinen Engel da drauf und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Guckt heute Mittag in den Lebensbaum für euer Sternzeichen ab 15 Uhr. So, der Engel der Motivation. Ja, hier geht es darum, dass das Leben voller Überraschungen steckt, dass es auch immer wieder benötigt, dass du mitmachst, wenn es dann etwas gibt, ne? Dass du deine Tatkraft mitbringst, dass du nicht denkst, boah, ich schaffe das eh nicht, ich gebe auf. Und dass du dich dadurch auch selber lebendiger fühlst. Wenn es jetzt hier in naher Zukunft kommt, ist es so bald soweit, ne? Und hier wird auch nochmal gesagt, alles geschieht eben dann, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Wir können die Zeit nicht beschleunigen. Viele machen das ja, indem sie manipulieren. Das funktioniert dann auch, aber halt eben auch nur kurz. Und hier ist es einfach darum, die Zeit zu nutzen, in der sich eben wenig tut oder nichts tut, um dann später vorbereitet zu sein auf die Veränderung, die da kommt. Wunderbar. Also bleibt motiviert, denkt an eine friedliche Lösung. Ich drücke euch und bis morgen.